Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Phantom Leaf die Agility Jacket und Trousers Gen 2. Ihr habt es vielleicht in den letzten Wochen verfolgt. Wir haben den ultimativen Tarnmustervergleich gemacht, unter anderem auch mit Phantom Leaf. Und da in dem Teil konnte man, oder in den Teilen, haben wir auch Nachtsicht schon draußen, konnte man auch bemerken oder sehen, dass Phantom Leaf mit und ohne 3D-Elementen genutzt worden sind. Ihr habt es gesehen, 3D-Elemente bringen einen riesen Vorteil. Und wenn man jetzt mal überlegt, gerade auch im Scharfschützenwesen sind ja Gillis gang und gäbe. Was ist aber der große Nachteil an einem Gilli? Er ist in der Regel schwer, er ist warm, man hat nicht so eine hohe Mobilität und genau da setzt die Agility-Uniform an. Sagt ja auch schon der Name, Agility, also beweglich. Dafür ist es gedacht. Der Hintergrund ist, dass man jedem Soldaten oder jeder Einsatzkraft die Möglichkeit geben will, sich zu tarnen, ohne aber eben einen schweren Überwurf tragen zu müssen. Das heißt, wir haben hier eine BDU oder eine Uniform im BDU-Cut und unserer Meinung nach ist es auch aktuell der beste Cut, der am Markt verfügbar ist. Der ein oder andere von euch hat danach geschrien, wir wollen UF Pro, Phantom Leaf und überhaupt oder was weiß ich von anderen Marken. Wir wollen das einfach nochmal von anderen Marken haben, aber ich sage euch eins, wenn ihr die Agility Jacke und Hose mal anprobiert habt, dann sagt ihr für den Bereich Field Gear, also alles, was irgendwie im Wald stattfindet, da gibt es definitiv nichts Besseres. Klar, wenn ich jetzt im Urban unterwegs bin und eine Combat Pant brauche mit extra Knieprotektoren, dann ist es natürlich hier nicht die richtige Uniform, aber auch da ist ja Phantom Leaf bereits daran, was zu entwickeln, beziehungsweise haben wir auch schon auf der IWA vorgestellt und das wird auch demnächst jetzt kommen. Aber das wäre jetzt quasi die BDU-Version von Phantom Leaf. Ist aktuell verfügbar in Z3A, also der grünen Tarnvariante, und Z2, der braunen Tarnvariante, wie im Video auch zu sehen. Wir gehen jetzt einmal kurz über die Features, was sie können, und dann zeigen wir euch nochmal, wie ihr das Ganze mit 3D-Elementen aufpeppen könnt. Beim Material hat man sich für einen klassischen Mix entschieden, 50% Baumwolle und 49% Nylon, 1% Carbon und hat beim Schlitzband 100% Polyester. Das Schlitzband ist quasi die Magie, die diese Uniform so außergewöhnlich macht, neben den ganzen vielen anderen coolen Features, aber das ist natürlich das, was man nirgendwo findet und das bringt halt den Vorteil, dass man 3D-Tarnung anbringen kann. Bei der Jacke habt ihr insgesamt 24 verschiedene Bänder von dem Schlitzband verbaut, wo ihr Tarnmaterial anbringen könnt. Und zwar auch nicht so, wie man das erwarten würde, damit es möglichst einfach zu produzieren ist und man den maximalen Gewinn damit scheffeln kann, sondern wirklich so angebracht, dass es auch von der Tarnung her nicht einen gleichbleibenden Effekt ergibt. Das hat man ja ganz häufig bei 3D-Tarnung, weil sie günstig produziert wird. Man hat dann 5 Streifen Tarnmaterial in einer Reihe, alles gleich angelegt und das ist hier extra auch so gemacht, dass man hier, natürlich am Rücken hat man die Streifen, aber hier an den Armen und am Oberarm und an den Schultern sind zum Beispiel vertikale Streifen, es gibt horizontale Streifen und natürlich durch die Schlitze, die hier alle paar Zentimeter angebracht sind, habe ich hier die Möglichkeit, dann das Tarnmaterial eben auch ja, asynchron oder diagonal anzubringen. Ja, dass ich halt hier eins anbringe, in der nächsten Reihe dann da eins anbringe. Das zeigen wir euch gleich nochmal, wenn wir dann das Tarnmaterial anbringen. Weiterhin ein großer Vorteil ist, und das haben wir auch in dem Tarnvergleichsvideo gesagt, Mix and Match ist immer eine Option. Man kann natürlich Tarnungen mischen. Ja? Also als Beispiel, wenn ihr sagt, ich bin vornehmlich im Grünen unterwegs, aber ab und zu auch mal ein bisschen in brauner Umgebung, dann kann man hier die grüne Variante Z3A wählen und kann dann da zum Beispiel auch das braune Blattmaterial drauf anbringen. Und dadurch hat man natürlich wieder einen ganz anderen Effekt. Und natürlich kommt hinzu, durch das Anbringen der Tarnmaterialien ist jede Uniform ein Unikat. Es gibt keinen Wiedererkennungswert oder irgendwas, woran das menschliche Auge oder das Gehirn sich gewöhnen könnte, weil ihr das immer variieren könnt. Und natürlich auch nochmal on top, ihr könnt auf die Umgebung zurückgreifen und alles, was ihr dort vor Ort, wo ihr seid, findet, natürlich mit einflechten. Dafür ist das Schlitzband ja dann auch da. Ja, okay, wir haben über das Material gesprochen, wir haben über das Schlitzband gesprochen. Dann schauen wir mal, was diese Uniform noch zu bieten hat und starten mit der Jacke. Zunächst einmal
Unserer Meinung nach eine BDU-Jacke muss geknöpft werden. Reißverschluss ist immer anfällig gegen Dreck, ist laut und sehr reparaturbedürftig. Deswegen sind Knöpfe eine gute Sache. Knöpfe sind aber auch gleichzeitig wieder, man kennt das ganz oft von Smogs oder von anderen Feldjacken, dass dann die Knöpfe abgetaped werden, weil die eben scheinen, reflektieren im Sonnenlicht oder so. Ist eine ganz wichtige Sache, dass Knöpfe eben auch verdeckt werden. Bedeutet, wir haben hier natürlich die Knöpfe unter einer Flappe. Das heißt, ihr habt hier so eine Überlappung. Die Knöpfe werden hier unten drunter eingeknöpft und sind dann von dieser Überlappung verdeckt. Das gilt für alle Knöpfe an der ganzen Uniform. Das heißt, auch hier im Ärmelbereich, überall, wo ihr Knöpfe habt, ist immer irgendwo eine Flappe drüber. Das heißt, ihr müsst euch nicht irgendwie um Tape kümmern, sondern das ist alles schon so, dass es unsichtbar ist. Da hat man wirklich den Fokus auf maximale Tarnung gelegt und das finden wir extrem cool. Ja, dann weiterhin beim Kragen habt ihr die Wahl, ihn einmal umgeschlagen zu tragen, klassisch wie bei einer BDU mit einem Umlegekragen, aber eben hier auch vom Design her so gemacht, dass ihr ihn auch locker stehend tragen könnt, so einen Mandarinenkragen habt. Also auch das ist, denke ich, nochmal eine Sache, die man so nicht so häufig findet. Man muss sich entscheiden, entweder Mandarin oder Umschlagekragen. Das hat man hier sehr gut gelöst. Und ein weiterer Vorteil gegenüber vielen anderen Mustern sind die obligatorischen Klettflächen an den Oberarmen. Hier seht ihr schon, die sind von Haus aus abgedeckt. Das machen andere Hersteller auch zum Teil. Manche machen sich dann halt ein bisschen Mühe und machen dann einen großen Patch drauf, der dann hier aufgesetzt wird. Hier bei Phantom Leaf bekommt ihr 3 kleinere Patche und die könnt ihr dann bei Bedarf eben auch so abziehen, wie ihr es gerade braucht. Das heißt, wenn ihr als Beispiel einen Patch habt, der nur in der Größe ist, dann bleibt der untere Bereich frei. Ihr könnt die natürlich auch nochmal drehen, um den Tarneffekt hier nochmal zu erweitern. Und natürlich, es ist nicht so es ist eine relativ biegsame Fläche, also auch da hat man wieder mitgedacht. Dann bleiben wir gleich mal hier bei dieser Oberarmtasche, wenn wir da schon sind. Ich muss nur schauen, vor lauter Tarnung sehe ich hier gar nicht. Ich glaube, hier habe ich es vorbereitet, auf der Seite. Ihr seht es, im oberen Bereich habt ihr nochmal 3 Schlitze und da könnt ihr Stifte einschieben von außen. Die sind dann auch direkt zugänglich. Kann man machen, muss man aber nicht, je nachdem, wie sehr ihr die Tarnung haben wollt. Der Zugriff zur Tasche erfolgt über die Front, auch hier wieder abgedeckter Knopf. Den mache ich dann auf und dann kann ich hier in die Oberarmtasche eingreifen und darin findet sich neben dem Stift auch nochmal eine Lasche, um dann auch Gegenstände sichern zu können. Für die optimale Belüftung befinden sich hier an den Unterarmen Mesh-Bereiche. Und auch da hat man keine Kosten und Mühen gescheut und das Phantom Leaf Mesh-Material genutzt, das auch schon in den anderen Videos, die wir euch gezeigt haben, von den Überwürfen, von den Ponchos und dem Assaulter Ghillie, da hat man dieses Netzmaterial genommen. Das wird auch hier für die zusätzlichen Blattelemente genutzt, ist sehr gut durchsichtig, wäre jetzt hier unterm Arm natürlich egal, aber eben dicht genug auch, um keine Insekten durchzulassen, robust genug und eben auch atmungsaktiv genug, um hier am Unterarm die Belüftung zu gewährleisten. Auf der Front habt ihr auch hier wieder eine Abdeckung für das Namensschild. Auf der linken Brust, auf der rechten habt ihr nichts. Und habt hier auch nochmal für die Rangschlaufe das Ganze mit Klett ausgeführt. Auch das ist wieder so. Normal hat man hier immer einen Knopf, der dann sichtbar ist. Da ist hier der Klett unter dieser Lasche versteckt. Und dann kann ich hier diese Rangschlaufe öffnen, was einhängen und das Ganze dann wieder entsprechend zumachen, wenn ich das denn machen muss. Die Brusttaschen sind mit einem Slotted Button in der Mitte verschlossen. Auch der ist abgedeckt. Kann ich die Tasche öffnen. Auch hier hat man eine Umlegefalz gemacht. Das finde ich auch immer eine ganz wichtige Sache. Hat man bei BDUs normalerweise nicht. Das kennen wir eher von Smogs. Diese Umlegefalte sorgt natürlich dafür, dass der Inhalt komplett gesichert ist gegen Staub und Schmutz und eben auch gegen das Herausfallen. Also auch da wieder Pluspunkt nochmal nach vorne für die Taschen. Und das ist eines der wenigen Dinge, die fast keine BDU hat, die wir kennen und auch bei Smogs selten gesehen haben. Ihr habt hier im Inneren nochmal 2 Einschübe aus Meshmaterial, denn gerade bei diesen Taschen, die etwas größer sind, und das ist hier bei dieser Brusttasche definitiv der Fall, ich zeige es nochmal hier im Ganzen, die ist so groß, wenn ihr jetzt da 4, 5 Sachen reintut,
passiert Folgendes: Alles fällt zum Boden hin und ich habe hier unten einen großen Klumpen, der stört. Und durch diese Einschübe werden längere Gegenstände zum Beispiel schön in der Vertikalen fixiert und können nicht zur Seite kippen und unten am Boden sich sammeln. Ganz wichtige Sache, sollte eigentlich jeder so machen. Ja, das waren eigentlich die Features, die es gibt. Vom Lochband kann man vielleicht noch mal sagen, dass hier gerade im unteren Bereich auch Lochband verbaut wurde. Das ist noch mal ganz wichtig. Das haben wir auch in einem unserer Phantom Leaf Story Geschichten erzählt. Die Videos, wenn wir euch alle noch mal in die Videobeschreibung schauen, da könnt ihr mal reingucken. Das war, glaube ich, der Teil mit dem Erwin Müller, oder vielleicht auch ein anderer, ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber auf jeden Fall ist ein typisches Erkennungsmerkmal von Uniformen der gerade Schnitt. Bei Schattenwurf sieht man da ganz deutlich diesen geraden Schnitt. Und den kann man hier eben dann brechen, indem man dieses Tarnmaterial anbringt. Ja, natürlich kann man auch eine reguläre BDU einfach hier unten kaputt schneiden, aber das wäre hier nicht nötig, weil wir hier das Lochband auch im unteren Bereich haben. Zum Schluss noch natürlich für die Robustheit muss man auch immer sorgen. Das heißt, hier der Ellbogenbereich ist nochmal verstärkt worden mit einer doppelten Lage. Das heißt, auch da hat man mitgedacht. Das war die Agility Jacket. Kommen wir zur Agility Trousers Gen 2. Selber Materialmix wie bei der Jacke, 50% Baumwolle, 49% Nylon und 1% Carbon. Schlitzband ist hier natürlich auch vorhanden, 100% Polyamid wieder, wie auch bei der Jacke. Hier sind es nur 16 Schlitzbänder im Vergleich zu 24 bei der Jacke. Da braucht man natürlich ein bisschen mehr, weil der Rücken noch dazu kommt. Optional, je nachdem, wenn ihr einen Rucksack habt, braucht ihr natürlich den nicht bestücken, aber falls nicht, hättet ihr die Option hier. Und bei der Hose möchte man natürlich auch gerade im Innenbein kein Tarnmaterial anbringen, weil es eben dann beim Laufen stören könnte. Auch hier muss man leider wieder sagen, so gut die UF Pro Hosen als Combat Hosen sind, das ist wirklich die zu Ende gedachte BDU Pant und ich bin echt begeistert. Wir haben sie ja auch in dem Tarnmustervergleich häufig getragen. Ich war auch mit vor der Kamera teilweise und das ist wirklich die bequemste Hose in der ganzen Reihe gewesen. Aber jetzt zeigen wir euch auch, warum das so ist. Fangen wir mal mit dem Bund an. Das ist nämlich auch schon ein hervorragendes Merkmal hier zu finden, und zwar elastischer Bund. Das liebe ich ja tatsächlich bei Hosen, wenn die einfach noch mal ein bisschen nachgeben, gerade auch, wenn man vielleicht noch mal eine wärmende Schicht unten drunter zieht und das Oberteil in die Hose steckt, dann hat man meistens noch mal einen Zentimeter, wo es nachgeben muss, und genau das hat man hier so eingearbeitet. Zusätzlich habe ich hier dann noch mal ein Band mit Slotted Buttons, um das Ganze verstellen zu können, um hier auch noch mal ein bisschen Spiel zu geben. Also ihr könnt die wirklich tight anziehen oder aber eben ein bisschen lockerer tragen. Das ist wirklich eine coole Sache. Die Gürtelschlaufen sind 75 mm breit, also 7,5 cm in der Breite habt ihr hier Platz für Gürtel. Und wenn ihr Hosenträger tragen wollt, habt ihr hier auf der Vorderseite nochmal 2 Knöpfe und auf der Hinterseite auch nochmal einen Knopf, um dann eben auch mit einem Hosenträger arbeiten zu können. Was ich übrigens noch nicht gesagt habe und was natürlich auch für die Jacke gilt: Das Ripstop-Material hier ist Utex Bell Anti-Stud Ripstop. Hier hat man den Schritt auch wieder komplett mit dem Mesh-Material ausgekleidet, auch sehr großzügig. Und da muss man sich wirklich keine Gedanken machen. Wir haben da wirklich viel Druck drauf gegeben beim häufigen An- und Ausziehen. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Mal wir diese Sachen an- und ausgezogen haben, aber da ist nichts passiert, im Gegensatz zu anderen Uniformen, die sowas nicht hatten, die halt einfach gerissen sind, muss man leider sagen. Und von daher ist es hier ein sehr geschätztes Feature gewesen, auch weil wir die Sachen zum Teil im Hochsommer gedreht haben und es extrem heiß war. In der Uniform hat man zumindest immer einen gut belüfteten Schritt gehabt. Was auch belüftet ist die Kniekehle. Auch ein typischer Ort, wo man gerne schwitzt. Das heißt, ich habe hier auf der Rückseite der Hose im Kniebereich ebenfalls hier dieses Mesh-Material, was einfach auch noch mal ein bisschen hilft zu belüften und bei jedem Schritt natürlich dann auch die Luft einsaugt und hier für ein gutes Klima innerhalb der Hose sorgt. Ja, dann hat man natürlich logischerweise die obligatorischen Eingriffe für die Hände, ganz normale Einschubtaschen, Säckel, wie man in Hessen so schön sagt. Mehr ist hier nicht zu finden. Darunter liegend ist nochmal eine Schlaufe zu finden. Die dient als Fixierungspunkt für einen Karabiner oder eben für Dummy-Cord, um Gegenstände zu sichern, entweder in der Hosentasche oder eben um die Ecke dann für die Oberschenkeltasche. Auch hier wieder, wie bei der Jacke, alles, was Knöpfe hat, ist auch mit einer Flappe versehen und die Taschen sind wieder schön umgefalzt, damit auch hier
keine Gegenstände herausfallen können und kein Dreck hineingelangt, wenn die Tasche verschlossen ist. Und im Inneren, ebenfalls wie auch bei den Brusttaschen der Jacke, habt ihr nochmal 2 von diesen Mesh-Taschen, die hier nochmal für Organisation innerhalb der Oberschenkeltasche sorgen. Die Kniebereiche sind verstärkt. Hier ist der Kniebereich, genau. Sind verstärkt und von unten mit einem Klett zu öffnen. Also hier könnt ihr dann auch entsprechend ein Polster einbringen. Von der Größe her seht ihr, das ist riesengroß. Da passen auch die Cry Airflex Kniepads rein, also wirklich auch große Kniepolster sind hier kein Problem, um dann entsprechend den Kniebereich ein bisschen zu schützen. So, die Rückseite ist unspektakulär, aber man soll trotzdem mal drüber sprechen natürlich. Wir haben hier keine Gesäßtaschen, hat man gesagt, okay, im Scharfschützenwesen bzw. im Felde braucht man jetzt nicht unbedingt eine Portemonnaie-Tasche oder sonst irgendwas. Die einen machen es, die anderen nicht. Ich bin da immer so zwiegespalten, ich habe sie immer ganz gerne, aber wenn sie nicht da ist, finde ich, kriege ich mein Portemonnaie auch irgendwo anders unter. Von daher also kein Problem, dass die hier nicht vorhanden sind. Hier seht ihr auch nochmal schön das Schlitzband, wie es hier oberhalb und unterhalb der Kniekehle im hinteren Bereich verbaut ist. Und natürlich auch hier wieder, wie bei der Jacke, einmal in kurzen und längeren Stücken im vertikalen und in der horizontalen, um eben den maximalen Tarneffekt herauszuholen. Der Beinabschluss ist hier mit Knöpfen versehen, das heißt, ich kann hier das Ganze mit dem Band hier enger oder weiter stellen, so wie ich das gerade brauche. Und zusätzlich hat man im Inneren auch ein geiles Feature, was nicht viele machen, eine eingebaute Gamasche, wieder aus dem Mesh-Material unten mit Elastikband, damit eben kein Viehzeug in der Hose nach innen hochkrabbeln kann. Und der obligatorische Stiefelhaken darf auch nicht fehlen, der ist hier in einer kleinen Tasche versteckt. Und dann kann ich die Hose schön an meinem Stiefel befestigen, um eben zu verhindern, dass die Hose hochrutscht. Ja, jetzt bleibt eigentlich nur noch übrig, euch mal kurz zu zeigen, wie ihr denn Tarnmaterial da anbringt. Natürlich kann man jetzt hergehen und die Blätter, die man extra erwerben muss, einfach hineinschieben. Das zeige ich euch einmal kurz, wie das funktioniert. Das ist keine Raketenwissenschaft. Ihr habt einen Schlitz, ihr habt ein Tarnmaterial und dann schiebt ihr das einfach durch. Und dann ist das eigentlich schon so, dass das hält und fällt. Das Problem ist jetzt natürlich immer, je nachdem, wenn ihr das nur so einfach durchschiebt, könnt ihr natürlich, wenn ihr irgendwo hängen bleibt, das herausziehen. Und ihr erzeugt nicht wirklich einen guten 3D-Effekt. Wir haben die beste Erfahrung gemacht damit, einfach einen simplen Knoten, einfach nur eine Schlaufe zu machen und es dann festzuziehen. Und durch diesen Knoten habt ihr hier einen viel voluminöseren Effekt und dadurch natürlich auch einen besseren 3D-Effekt. Und das könnt ihr jetzt natürlich über die ganze Uniform verteilt machen. Da mal mittig, da mal ein bisschen links, hier mal 2, da mal nur einen. Und damit habt ihr dann einen sehr, sehr guten Effekt. Das könnt ihr hier auch nochmal sehen. Da haben wir nochmal aus unserem Tarnmustervergleich nochmal ein paar Clips rausgezogen für euch. Dann könnt ihr das euch nochmal anschauen, wie das Ganze so wirkt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht noch, was oder wie viele von den Blättern brauche ich denn überhaupt, um meine Uniform gut abzutarnen? Wir haben hier in unserem Tarnmustervergleich 50 Blätter benutzt. Die kommen, glaube ich, in 10er-Packs, wenn mich nicht alles täuscht. Also 5 Pack braucht ihr, um die komplette Uniform abzutarnen. Das hängt jetzt natürlich aber auch davon ab, ob ihr den Rücken tarnen wollt oder nicht. Also wenn ihr sagt, ich bin zu 90% mit dem Rucksack unterwegs, dann braucht ihr natürlich den Rücken nicht mit einplanen. Da geht locker ein Pack wieder abzuziehen. Oder ihr sagt, ich will dann doch von der Grundtarnung her vielleicht nur einen Pack benutzen und macht den Rest mit der natürlichen Vegetation, ist das natürlich auch überhaupt kein Problem. Könnt ihr so machen. Ja, und ganz zum Schluss noch ein kleines Weihnachtsgoodie von uns, denn wir haben für euch organisiert, dass Phantom Leaf ein Taipan Agility Set verlost, bestehend aus Hose und aus Jacke, und ein paar von den Blättern schmeißen wir euch auch noch oben drauf. Ihr habt die Wahl natürlich der Größe und des Farbmusters. Aktuell geht nur Z3A und Z2. Könnt ihr euch also entscheiden. Und was ihr dafür tun müsst, ist auch relativ simpel. Ihr müsst einfach nur hier bei uns unter dem Video in die Videobeschreibung, in die Kommentare einen Kommentar hinterlassen und dort schreiben, warum ihr diese Taipan-Uniform unbedingt braucht.
ihr solltet unserem Kanal natürlich folgen, aber bitte auch dem YouTube-Kanal von Phantom Leaf und dem Instagram-Kanal von Phantom Leaf. Und dann lassen wir das Gewinnspiel von heute ab eine Woche laufen. Das heißt, dann an Weihnachten wird der Gewinner gezogen. Gebt uns vielleicht mal den ersten Weihnachtsfeiertag, dass wir ein bisschen Familie haben. Also sagen wir mal am Montag, den 25. Losen wir abends um 8 Uhr aus. Die genauen Gewinnspiel, Teilnahmeberechtigungen und die ganzen Informationen, alles was zum Gewinnspiel gehört, findet ihr nochmal hier in der Videobeschreibung im Detail. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Glück, das zu gewinnen. Und für alle, die nicht gewonnen haben, auch an Weihnachten kommt natürlich ein Video und das haben wir ja gesagt, jeden Advent gibt es ein Special-Video zum Thema Phantom Leaf und an Weihnachten gibt es dann auch nochmal was zu gewinnen. Da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Ja, die Verarbeitung der Uniform ist außergewöhnlich gut. Wir haben saubere Nähte überall. Es ist alles so, wie es sein soll. Wie gesagt, hier haben wir tatsächlich auch schon ein bisschen Felderfahrung. Wir waren natürlich jetzt nicht im Kampf damit, aber alles, was wir damit bis jetzt gemacht haben, hat die Uniform ausgehalten und das haben andere tatsächlich nicht. Von daher können wir durchaus sagen, dass die Sachen durchdacht sind, gut verarbeitet sind, absolut ihr Geld wert sind. Und von der Tarnung, ja, da müsst ihr euch selber mal überzeugen, das ist einfach der Knaller. Da ist man einfach weg. Naja, gut, könnt uns ja gerne mal eure Meinung zum Phantom Leaf Muster und natürlich auch zu der Agility-Uniform sagen, wenn ihr da schon Erfahrungen gemacht habt oder was auch immer ihr da vorhabt. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als wie immer zu liken, Abo und die Glocke zu klicken. Und wir sind raus. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.